Kinder, die klein sind, ja, Autonomiephase jetzt konkret, bestes Beispiel bei dir, Autonomiephase vom 1. bis zum Ende des 4. Lebensjahres, Anfang 5, sind die Kinder in der Autonomiephase, die haben keine Impulskontrolle. Die können nicht, wie wir Erwachsene ja auch, wenn wir in der Wut sind, wir können es uns antrainieren, wir sind kognitiv eben schon gereift, aber Kinder tun sich unfassbar schwer, ihre Impulse zu kontrollieren. Das ist etwas, was sie über die Jahre hinweg und über die Wutanfälle und über das Erleben der Emotionen, der Gefühle sich antrainieren. Und natürlich durch die Begleitung der Eltern lernen, Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Impulse kontrollieren können. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's! Hallo Manuela, gerne würde ich dir mal folgende Situation mit unserem Sohn, fast 4 Jahre, schildern. Abendessen. Es gibt Gulasch und Knödel. Mein Sohn möchte 3 Knödel. Wir geben ihm aber immer nur 2 oder wir geben ihm nur 2 mit der Aussage, er soll erstmal die 2 essen und wenn er dann immer noch Hunger hat, bekommt er gerne noch einen. Zumal auch wir anderen nur 2 Knödel haben. Damit ist er nicht einverstanden und fängt an zu nörgeln, zu weinen, wird zunehmend wütend. Des Friedens willen, damit wir wieder Ruhe haben oder damit wieder Ruhe herrscht, gebe ich ihm noch einen. Das passt ihm aber nicht. Er möchte 3 ganz große Knödel. Er versucht, den Teller runterzuwerfen und wütet richtig rum. Steht auf, versucht im Wohnzimmer die Spielsachen umzuwerfen. Im Prinzip alles, was er in die Hände bekommt. Wie können wir ihn da begleiten? Wir haben es nicht geschafft, ruhig zu bleiben, haben dann aber auch mit ihm geschimpft, ihn festgehalten, damit er nichts kaputt macht, beziehungsweise letztendlich ist er mit Kuscheltieren motzend hoch in sein Zimmer und ich habe ihn nach einer Weile wieder überreden können, runterzukommen. Das Schimpfen und Festhalten, wo er nicht wollte, stört uns halt. Hast du für uns einen Tipp? Wo er nicht wollte, stört uns. Okay. Diese Eskalationsmomente. Ja, Eskalationsmomente, wo letztendlich, und es ist so, wie du es beschrieben hast, super schön sichtbar, das Kind eskaliert. Eskaliert in dem Sinne, dass einfach so der Hebel umgeschalten wird, klack, und dann läuft das Notfallprogramm. Die Wut läuft, das Kind läuft in seinem Notfallprogramm und findet gar keinen Ausweg mehr. Und genau hier ein paar Erinnerungen und Hinweise meinerseits. Kinder, die klein sind, ja, Autonomiephase jetzt konkret, bestes Beispiel bei dir, Autonomiephase vom 1. bis zum Ende des 4. Lebensjahres, Anfang 5, sind die Kinder in der Autonomiephase, die haben keine Impulskontrolle. Die können nicht, wie wir Erwachsene ja auch, wenn wir in der Wut sind,
Wir können es uns antrainieren, wir sind kognitiv eben schon gereift, aber Kinder tun sich unfassbar schwer, ihre Impulse zu kontrollieren. Das ist etwas, was sie über die Jahre hinweg und über die Wutanfälle und über das Erleben der Emotionen, der Gefühle sich antrainieren. Und natürlich durch die Begleitung der Eltern lernen, Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Impulse kontrollieren können. Autonomiephase heißt, dass sie noch keine Fähigkeiten der Stressbewältigung derart haben. Manchmal vielleicht schon. Manchmal gelingt es ihnen, dass sie ein Kuscheltier nehmen und werfen und dann ist gut. Manchmal gelingt es ihnen und dir oder euch als Eltern mit den Kindern zu stampfen und irgendetwas Kleines zu tun, um die Wut quasi aus dem Körpersystem rauszubringen, um zu helfen, zu regulieren. Co-Regulation ist da das Stichwort. Das heißt, unsere Aufgabe bei den Kindern ist es, und das ist anstrengend, das erzählt einem keiner vorher. Wir sind damit auch nicht in Berührung bekommen als Kinder. Wir haben deswegen auch ganz viele Traumatisierungen in uns drinstecken und sind dann oft hilflos und reagieren dann auch mit Wut aufgrund unserer Hilflosigkeit. Wir müssen die Kinder in ihren Emotionen ko-regulieren. Das heißt, wir leihen ihnen unsere Fähigkeit, ruhig zu bleiben, indem wir ruhig bleiben. Und das ist die größte Hürde, die wir überhaupt haben als Eltern, nämlich die Fähigkeit, in solchen Momenten die Ruhe zu bewahren. Wie schwer ist das denn? Ja, das ist genau das Thema. Es ist so oft so schwer, weil wir selber keine Erfüllung der Grundbedürfnisse haben, weil wir in Gedanken sind, weil wir Ängste haben, weil wir Existenzängste haben ganz oft. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, sind angespannt, haben einen besonderen Tag gehabt, haben vielleicht auch noch Streit mit dem Partner. Es kommt so vieles zusammen. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist unterschiedlich, dass es uns manchmal leicht fällt und manchmal eben ganz, ganz schwer. Und ich erinnere mich jetzt just in diesem Moment an die Geschichte einer Mama, die mir erzählt hat, dass bei ihrem Sohn, der ist auch ultra ausgerastet, als er jünger war. Und zwar so arg, dass er dann die Tür zugeschmettert hat und das Glas in der Tür ist raus und lag dann in Scherben am Boden. Und sie hätte ihn am liebsten gepackt. Wirklich. Und sie hat selber gesagt, sie hätte ihm am liebsten eine reingescheuert. Sie hätte ihm am liebsten all ihre Wut, die sie auf ihn hatte, weil es einfach nicht geklappt hat, weil die Situation sich so hochgeschaukelt hat und am Ende auch noch die Tür so kaputt geht, sie hätte ihn am liebsten gepackt. Die Rettung war der Partner in dem Moment, der Partner, der gesagt hat zu ihr, geh du jetzt raus, du gehst jetzt raus. Und genau da mag ich euch dran erinnern, holt euch Hilfe, denn der erste und wichtigste Schritt ist das ruhig bleiben und das Kind begleiten, weil das Kind läuft im Notfallprogramm, das Kind hat den Hebel umgeschalten und wenn unser Hebel auch noch umgeschalten wird, von uns, von der Ohnmacht, von der Hilflosigkeit, von der Überforderung, dann laufen wir auch in dem Programm und dann hilft uns keiner raus. Der Hinweis dazu, dass es so wichtig ist, so wichtig bei den Kindern, je kleiner die sind, dass wir uns um uns kümmern, dass wir Selbstliebe ernst nehmen, dass wir schauen, dass wir den Stress reduzieren, damit wir in solchen Situationen einigermaßen die Ruhe bewahren können. Und das ist schwer, es braucht Übung. Wenn du es einmal schaffst, schaffst du es ein zweites Mal auch. Und da holt euch Unterstützung gegenseitig, ihr als Paar, dass ihr euch stützt in diesen Momenten, um eben nicht selber zu eskalieren, weil das wirklich die größte Herausforderung ist, dass wir selber eskalieren und dann nicht mehr ko-regulieren können. So viel dazu. Zum Thema Autonomiephase für das Lebensjahr. Deine Frage ist ja, habe ich einen Tipp? Letztendlich, was kann ich machen? Steckt hinter dem großen Thema drinnen, das du mir geschrieben hast. Es geht in den ganzen Vorfall bei dir ja nicht wirklich um die Knödel. Ja, die Knödel sind nur das Symptom, das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf dem Kuchen dafür, dass jetzt der Hebel dann umgestalten wurde. Es geht immer um was anderes. Es geht immer um was anderes. Es ist nie der Knödel, es ist nie das Eis, es ist nie der volle oder leere Teller. Das ist immer nur der Auslöser für das, was jetzt eigentlich die ganze Zeit im Kind lebendig ist und wo es jetzt seine Wut eben rauslassen muss. Daher die Frage an dich, was könnte das sein? Und das kann ich dir natürlich nicht beantworten. Ich kann dir aber ein paar Ideen geben, weil 4. Lebensjahr oder 5. Lebensjahr, was jetzt ist Autonomiephase. Da geht es eben darum, dass Kinder selbst entscheiden wollen, dass Kinder gesehen werden wollen, während gleichzeitig so vieles noch nicht möglich ist. Es ist Impulskontrolle noch nicht möglich. Perspektivenwechsel ist nicht möglich. Perspektivenwechsel ist, dass sich dein Sohn in euch hineinversetzen kann, dass er fähig ist, euren Blickwinkel zu sehen. Das kann er nicht.
Das ist unmöglich. Die Entwicklung von Empathie, das heißt, auch das ist noch nicht voll entwickelt. Empathie entwickeln heißt, dass ich quasi das, was der andere hat und empfindet, zum Beispiel den Frust der Eltern zu sehen, ihre Hilflosigkeit zu sehen. Das können Kinder noch nicht. Und sie müssen vor allem dieses Gefühl selbst erstmal erlebt haben und brauchen dafür auch noch Worte. Also auch das ist noch nicht möglich. Impulskontrolle nicht möglich. Perspektivenwechsel noch nicht möglich. Echtes Empathie-Empfinden als kognitive Fähigkeit noch nicht fertig ausgereift. Und jetzt kommt's. Kinder in der Autonomiephase denken ja immer noch, Mama ist allmächtig. Das ist ein wichtiger Hinweis. Die kleinen Kinder gehen davon aus, dass Mütter und Väter alles wissen. Die sind göttlich. Dementsprechend ist fürs Kind nicht klar, die Reaktion der Eltern, wo es doch davon ausgeht, dass die Eltern alles über das Kind wissen. Also dein Sohn geht davon aus, dass du die Fähigkeit hast, in seinen Kopf hineinzuschauen und mit der Lupe bis ins kleinste Detail herausfindest, was in ihm gerade vorgeht. Und dann reagierst du aber ganz anders als das, was das Kind annimmt, was dann eben oft die Wut auslöst. Das Kind fragt sich, wenn meine Mama alles weiß, warum gibt die mir dann nicht 3 Knödel? Ja, wenn sie weiß, dass es mir wichtig ist, jetzt in diesem Moment selbst zu bestimmen, warum bestimmt sie dann über mich zum Beispiel? Das ist für dich hilfreich zu wissen, weil es dir ermöglicht, diese ganz kognitiven wissenschaftlichen Fakten empathisch und mitfühlend auf dein Kind zu reagieren, dich selbst quasi zu regulieren in diesen Momenten, dich daran zu erinnern, zu sagen, mein Kind kann es noch gar nicht, es hat die Fähigkeit noch nicht, mich jetzt zu sehen, es hat gar nicht die Fähigkeit zu antizipieren und darüber nachzudenken, welche Auswirkungen es hätte, wenn jetzt das Gulasch mit Knödel auf dem Sofa landet. So, das ist der Fakt, das ist der Umstand, das ist das, wo sich dein Kind gerade in seiner Entwicklung befindet und das ist jetzt für dich der Hinweis, wie wichtig es für euch als Eltern ist, zu versuchen, die Ruhe zu bewahren, damit ihr ko-regulieren könnt. Die Suche nach dem Bedürfnis ist hier natürlich die große Frage, was könnte es sein, worum geht es bei deinem Sohn, welche Themen sind gerade herausfordernd, war es schon spät, war er müde? All das würde dir helfen, im Prinzip die Situation mehr zu verstehen. Am Ende des Tages ist es allerdings schon vergangen, es ist alles schon vorbei. Du kannst es in diesem Moment nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist. Das heißt, wenn du von dem heutigen Standpunkt ausgehst, ist die Frage, wie gehst du zukünftig mit solchen Situationen um? Und da ist mein Weg immer der, dass ich mit dem Kind spreche, wenn die Wut vorüber ist. Also wenn die Entspannung eingetreten ist und das Kind wieder reguliert ist, wenn es wieder die Fähigkeit hat, überhaupt zu denken, wenn du als Mama wieder die Fähigkeit hast, überhaupt zu denken. Und dann mit dem Kind sich in der Entspannung und in der Liebe hinzusetzen und zu sagen, boah, weißt du was, vorgestern, erinnerst du dich noch? Erstens, erinnerst du dich überhaupt noch an diesen Vorfall? Weißt du eigentlich noch, als Gulasch und Knödel flogen? Und dann eben mit Gefühl und Empathie zu lernen und zu sagen, mir ging es dabei voll schlecht, ich war total hilflos, ich wusste gar nicht, was los ist. Und mir fällt es dann auch voll schwer, in Kontakt mit dir zu treten. Ich möchte dir helfen. Ich möchte, dass du weißt, dass alles an Gefühlen richtig ist und okay ist. Was kann ich denn in solchen Momenten tun? Hilf mir doch, Sohn. Sag du mir mal, was dir helfen kann. In den Momenten selber ist es wichtig, dass das Gefühl vom Kind gespiegelt wird. Das heißt, dass du sagst, ich kann sehen, dass du wütend bist. Ja, nicht nur, ich glaube, du bist wütend oder du scheinst wütend zu sein, sondern ich sehe das. Ja, du rastest gerade vollkommen aus. Ich sehe, dass du wütend bist und ich möchte wissen, warum du das bist. Ich möchte dir helfen. Du hast gerade Schwierigkeiten, dich zu bremsen. Komm, ich helfe dir. Und das Helfen kann natürlich unterschiedlich ausschauen, wenn er es von seinem Typ her und von seinem Wesen her nicht mag, wie du geschrieben hast hier, Schimpfen bringt eh nichts, weil da fühlt sich das Kind eher noch schlechter, da kommt man dann noch so in den Strudel rein, es wird noch schlimmer, Schimpfen verstärkt das. Festhalten, wenn das nicht leiden kann, ist herausfordernd, das ist typabhängig, manche Kinder kämpfen gegen das Festhalten an, weil sie es wirklich nicht abhaben können, da fahren dann ihre Igelstacheln aus. Andere Kinder sind erst dagegen und man spürt es dann, dass sie nachgeben und weich werden. Also da ist so die Frage, würde er denn weich werden oder kann er es wirklich gar nicht ab? Wenn er es gar nicht leiden kann, empfehle ich immer, dabei zu bleiben. Also bei ihm zu bleiben und zu sagen, ich bin hier bei dir. Ich warte jetzt, bis der Sturm vorbei ist. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer da und ich bleibe in deinem Blickfeld. Also wirklich dem Kind zu signalisieren, ich lasse dich hier nicht allein damit. Ich bleibe jetzt bei dir, komme was wolle.
Für uns als Eltern ist in diesen Situationen die größte Herausforderung eben, dass wir den Schaden sehen. Ja, wir sehen dann das Gulasch und die Knödel, die irgendwo liegen, die Dinge, die kaputt gehen. Wir sehen, dass wir das aufräumen. Wir sehen, dass wir putzen, vielleicht noch wegwischen. Wir sehen natürlich, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, wir sehen immer wieder einen finanziellen Schaden. Wir sehen einen emotionalen Schaden für uns, einen zeitlichen Schaden für uns als Mütter und einen finanziellen Schaden in der Regel so, oh, das hat mich so viel Geld gekostet und es war so viel wert und jetzt ist es kaputt. Nach so vielen Jahren, wo ich hier arbeite in diesem Bereich und euch und Frauen hier unterstütze, kann ich da nur sagen, genau das ist unser Thema. Wie viel ist es mir wert, dass diese Sache kaputt geht? Wie viel ist es mir wert? Und das können wir rational in dem Moment eben nicht erkennen, sondern das muss für uns eine Haltungsentscheidung sein für zukünftige dieser Fälle. Wie viel ist es mir wert zu sagen, ich nehme es in Kauf, in so einem Moment mit einem Kind in der Autonomiephase, wohl wissend, dass das weniger wird, weil die Impulskontrolle kommt, weil die Empathiefähigkeit kommt, weil die Kinder nicht mehr so ausflippen. Das ist in der Kleinkindzeit eine besondere Zeit, eine besondere Herausforderung. Von 0 auf 100 und danach wird es weniger. Ich weiß, dass es weniger wird. Ich weiß, dass diese Phasen enden. So, mit dieser Gewissheit. Und wie viel ist es mir wert, diesen Schmerz zu haben, dass ich zusätzlich Zeit investieren, aufräumen, dass ich mich ärgere, dass das, was kaputt gegangen ist, was einen Wert für mich hatte, im Vergleich zu der psychischen Gesundheit, die ich in dem Moment meinem Kind gebe. Der Fähigkeit, dem Vertrauen, der Beziehung, dem respektvollen Miteinander. Und in der Wut können wir das nicht abwägen. In der Wut sind wir völlig emotional agierend. Wir sind sowieso emotional immer agierend. Das ist etwas für die Haltung, für die Zeiten, wo du Me-Time bitte hast für dich, wo du deiner Werte dir bewusst bist und entscheidest. Das ist der beste Zeitpunkt, im Nachgang zu solchen Situationen sich zu überlegen, wie würde ich das nächstes Mal machen? Was ist es mir wert? Und genau deswegen ist es so schön, dass du hier in der Membership bist, Doro, dass ihr da seid, hier bei mir, dass ihr euch von mir begleiten lasst, damit ich euch immer wieder darauf zurückbringen kann, in diese Haltung hineinzukommen, weil jeder Konflikt, jede Situation ja eben einmalig ist. Wir erleben das nur einmal. Und eine ähnliche Situation kann sich wiederholen. Und genau daraus gilt es zu lernen. Was habe ich aus dem Konflikt gelernt? Was habe ich als Mutter aus dem Konflikt gelernt? Wie möchte ich das nächste Mal sein? Welche Themen kamen hoch, die ich bearbeiten möchte? Bin ich wirklich schon in der Haltung so, wie ich es eigentlich möchte, oder darf ich noch ein Stück weiter wachsen? Und das ist das Geschenk. Das ist so das Geschenk. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.